Mal wieder eine Premiere und ihr seid quasi live dabei, also live on tape. Nämlich eine Ménage à trois hier im Hause Blockstar. Willkommen in der Normklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute gibt es 3 auf einen Streich, einen schönen Dreier. Wir sprechen heute über alle MIGs, die Kobi im Angebot hat, sofern sie eine MIG 15 sind, auch wenn die anderen 2 Sets hier Lizenzprodukte sind. Wir haben nämlich die Avia 102, wir haben die Lim 1 und wir haben die MIG 15 aus dem Hause MIG. Wir sprechen hier über das Kobi-Set 5821, die tschechische S102 Avia, halt auch der tschechischen Luftwaffe. Wir sprechen über die Lim 1, ich lege es mal kurz hier zur Seite, mein Bautisch fliegt schon auseinander, nämlich die 5822 der logischerweise polnischen Luftstreitkräfte und wir sprechen über die 2416, die MiG 15 im NATO-Jargon, auch Faggot genannt, von den sowjetischen Luftstreitkräften. Ihr seht, mein Bauplatz wird wenig, aber wir bauen sie natürlich nacheinander. Fakten gibt es natürlich wieder dazu. Kommt mit mir jetzt aber erstmal auf den Bautisch. Ich räume mal wieder ein bisschen frei und dann schauen wir uns an, was sich hier in allen diesen 3 Kartons verbirgt. Beim Italiener würde man sagen Tride Pasti, aber wir haben hier Tride MIG. Wir haben die MiG 15 hier, NATO-Code Faggot von Kobi, die 2416, 504 Steinchen und eine Minifigur, Maßstab 1:32, die MiG der sowjetrussischen Fliegerkräfte. Dann haben wir die Lim 1 von der polnischen Luftwaffe 1952, das Baujahr, die 5822, auch 504 Klemmbausteinchen und eine Minifigur, auch im Maßstab 1:32. Und wir haben die tschechische S102 der, wie gesagt, tschechoslowakischen Luftstreitkräfte, die 5821, 504 Steinchen und eine Minifigur. Wir schauen uns mal kurz hier die Rückseite an. Da sehen wir den Piloten, die Fakten und wir sehen das Flugzeug, das einen Stand hat, natürlich mit einem tschechischen Schild, bzw. tschechoslowakischen Schild. Wir sehen, dass das Flugzeug 32 cm lang wird und 11 cm hoch. Das gleiche natürlich bei unserer polnischen Version, das Lizenzprodukt quasi der MiG. Auch hier die Fakten bekommt ihr aber gleich, wenn wir unsere MiG 15 aus Russland hier bauen, bzw. aus der Sowjetunion. Wir sehen auch hier 32 cm lang. Diese haben ja alle 504 Steinchen. Sie sind eigentlich nur unterschiedlich durch die Farbgebung. Deswegen schauen wir uns jetzt hier nur einen Karton im Innenleben an. Speedbuilds bekommt ihr natürlich alle 3 zusammengeschnitten und wir fangen halt auch hier mit der MiG 15 an, die quasi ja das Ursprungsset ist. Wir legen es uns hier an die Seite. Rechts, immer wenn wir den Karton vor uns haben, finden wir auf der Innenseite der Lasche, wann das Set hergestellt wurde, ein kleiner Zaubertrick und dann wissen wir mehr. Freunde, da ist die MiG quasi auf dem Karton gelandet. Abgeflogen ist sie am 28.04.22 um 10 nach 4 in der Kobi-Fabrik in Polen. Wir haben die Anleitung, DIN A4, Klammer gebunden. Hier ist sogar so ein bisschen abgefärbt, da hat sie so einen kleinen blauen Schimmer. Wir haben quasi das Design vom Karton gespiegelt, nur ohne Hintergrund. Das Flugzeug mit der 148-Markierung und den typisch sowjetrussischen roten Sternen. Wir sehen hier ab 8 Jahren die Altersempfehlung, ist überall gleich. Die traurige Zwiebel, Captain Planet und ein Mann, der Blitze schießt und so weiter und so fort. Natürlich Pad Printed, heißt wir haben hier keine Sticker und der ganze Karton und die Anleitung wurde in der EU hergestellt. Unsere MiG im Maßstab 1:32. Ihr seht schon hier eine Tüte 1. Wir haben also eine Oberbauabschnittsgruppierungstüte, die 1 und dann die 2. Wir fangen wie folgt an bei Anleitungen von Kobi, falls ihr das erste Mal ein Kobi-Set baut. Was wir bauen, ist immer farblich. Pfeile weisen uns den Weg. Diese kleinen Rechtecke mit abgerundeten Kanten zeigen uns, welche Steine wir brauchen. Was dann gebaut wurde, ist dann ausgegraut, also der Step davor immer.
und was man neu baut, ist dann wieder farblich. Auch hier, wie gesagt, Pfeile weisen uns den Weg oder wenn wir es drehen müssen, wir haben Anlegehilfen, Legenden, damit wir wissen, wie lang unsere Fliese, auf Englisch Teil, wird. Und wir haben keine Seitennummerierungen, aber wir haben Bausteps-Nummerierungen und da sehen wir, dass wir mit dem Baustep 94 fertig sind, wenn wir unsere MiG auf den Stand packen. Hier sind irgendwie das Fahrwerk weg, wir bauen es aber auf jeden Fall mit dran. Man kann es abmachen, da seht ihr die Pfeile. Finde ich cool. Wie gesagt, bei allen 3 Flugzeugen gleich. Wir haben bloß andere, logischerweise, Markierungen für die tschechoslowakischen Luftstreitkräfte und für die polnischen Luftstreitkräfte. Hier sehen wir die beiden auch nochmal. Ihr bekommt jetzt natürlich Fakten rund um die MiG-15 und ihre Lizenzprodukte, sowie natürlich alles drumherum, wie immer. Deswegen mache ich diese Videos ja, ihr wisst ja, man muss die Geschichten erzählen. Ihr habt es jetzt wirklich gut, ihr habt jetzt 3-mal was auf der Gabel. Ihr seht nämlich jetzt im Speedbild, wie ich alle 3 Flugzeuge baue. Daher wünsche ich mir viel Spaß beim Klemmen und euch beim Zuschauen und Hören. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die legendäre MiG-15. Die MiG-15 war ein Einstrahl-Jagdflugzeug, das in der Sowjetunion während des Kalten Krieges entwickelt wurde. Es war das erste sowjetische Kampfflugzeug, das mit einem Stahltriebwerk angetrieben wurde und spielte eine bedeutende Rolle im Koreakrieg. Die MiG-15 wurde auch von anderen Ländern wie China und Nordkorea sowie von Lizenzbauern produziert und eingesetzt. Die Entwicklung der MiG-15 begann im Jahre 1947 unter der Leitung von Mikojan und Gurewitsch. Das Ziel war es, ein Kampfflugzeug zu bauen, das in der Lage war, mit den modernen Strahlflugzeugen der USA und Großbritannien zu konkurrieren. Die MiG-15 wurde mit einem RD-45F Triebwerk ausgestattet, das eine Leistung von 2700 Kilogramm Schub hatte und es ermöglichte, eine maximale Geschwindigkeit von über 1000 Stundenkilometern zu erreichen. Die MiG-15 wurde erstmals im November 1947 getestet und ging ein Jahr später in Produktion. Das Flugzeug hatte ein markantes Aussehen mit einer nach hinten geneigten Cockpitverglasung und Flügeln, die in einem Winkel von 35 Grad angeordnet waren. Die MiG-15 hatte auch eine leistungsstarke Bewaffnung, einschließlich einer 37 mm Kanone und 2 23 mm Maschinenkanonen. Während des Koreakrieges von 1950 bis 1953 wurde die MiG-15 von den sowjetischen Luftstreitkräften gegen die amerikanischen und südkoreanischen Verbände eingesetzt. Das Flugzeug erwies sich als sehr erfolgreich und konnte viele Feinde abschließen. Die MiG-15 war schnell und wendig und hatte eine bessere Steigleistung als die meisten amerikanischen und britischen Flugzeuge. Die MiG-15 wurde auch von anderen Ländern und Lizenzbauern eingesetzt. Die chinesische Luftwaffe hatte die MiG-15 im Einsatz und konnte damit im Koreakrieg erfolgreich sein. Auch Nordkorea hatte MiG-15s in seiner Flotte und setzte sie in Konflikten mit Südkorea ein. Insgesamt wurden mehr als 12.000 MiG-15s gebaut, davon wurden rund 6.000 Lizenzbauern in Ländern wie Polen, der Tschechoslowakei oder China produziert. Die MiG-15 war ein Meilenstein in der Entwicklung von Kampfflugzeugen und beeinflusste die zukünftige Entwicklung von Flugzeugen in vielen Ländern. Die MiG-15 war das erste sowjetische Flugzeug, das mit einem Strahltriebwerk ausgestattet war und den sowjetischen Streitkräften ermöglichte, ihre militärische Überlegenheit zu demonstrieren. Die MiG-15 war auch ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Lizenzbauern und half, die Technologie und Fertigungsmethoden in anderen Ländern zu verbessern. Insgesamt war die MiG-15 ein einflussreiches und erfolgreiches Kampfflugzeug, das seine Wirkung weit über seine Zeit hinaus hatte. Obwohl die MiG-15 inzwischen über 70 Jahre alt ist, wird sie immer noch von einigen Ländern und privaten Sammlern eingesetzt. Trotz ihrer Bedeutung hatte die MiG-15 jedoch auch natürlich einige Schwächen. Die MiG-15 hatte eine begrenzte Reichweite, was ihren Einsatz beschränkte. Auch ihre Bewaffnung war nicht perfekt, insbesondere die 37 mm Kanone hatte eine geringe Feuerrate und es war schwer mit ihr zu zielen. Dennoch war die MiG-15 ein robustes und zuverlässiges Flugzeug, das in vielen Konflikten, wie erwähnt, bewiesen hat, dass sie eine ernstzunehmende Bedrohung für ihre Gegner darstellte. Die MiG-15 beeinflusste auch die Entwicklung anderer Kampfflugzeuge, insbesondere die F-86 Sabre der USA. Die F-86 Sabre wurde entwickelt, um die MiG-15 im Koreakrieg entgegenzutreten
und beide Flugzeuge waren in vielen Luftkämpfen gegenüber Feinde. Die F-86 selber hatte eine ähnliche Leistung wie die MiG-15 und verfügte über eine 6 Maschinengewehrbewaffnung. Der Hauptunterschied war jedoch, dass die F-86 selber ein Pfeilflügeldesign hatte, das ihre Manövrierfähigkeit verbesserte und es ihr ermöglichte, die MiG-15 im Luftkampf zu besiegen. Insgesamt hat die MiG-15 die Flugzeugindustrie und die Luftkampftaktik nachhaltig beeinflusst. Sie war ein Meilenstein in der Entwicklung von Strahlflugzeugen und half der sowjetischen Luftwaffe, sich zu modernisieren. Die Lizenzproduktion der MiG-15 trug auch dazu bei, die Produktion von Flugzeugen in anderen Ländern zu verbessern und die Technologie zu verbreiten. Abschließend kann man sagen, dass die MiG-15 ein legendäres Flugzeug war, das in vielen Konflikten eingesetzt wurde und einen bleibenden Eindruck in der Luftfahrtgeschichte hinterlassen hat. Ihre Bedeutung geht weit über die Zeit hinaus und sie wird immer ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Kampfflugzeugen innehaben. Ja, Freunde, und genau aus diesem Grund gibt es heute von mir dieses Review der Kobi-Varianten der MiG-15. Der MiG-15 und der LIM 1 sowie der S102. Schreibt mir aber bitte mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, wenn ich hier so 3 Modelle, die ja im Kern total identisch sind, vorstelle. Ich habe mir einfach gedacht, da dieses Thema MiG-15 nicht ohne das Thema Lizenzbauten ausgehen kann, dass ich euch alle 3 Flugzeuge hier in einem Video präsentiere. Wenn ihr meint, nö, Bloxy, am besten für jedes Kobi-Set ein eigenes Video, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, dann werde ich mir das zu Herzen nehmen. Ich möchte ja das machen, was euch gefällt. Was mir gefällt, war auf jeden Fall der Bau. Und was mir gefallen wird, ist euch jetzt das Review zeigen zu dürfen. Freunde, viel Spaß bei der Besprechung unserer 3 MiG-15 Varianten von Kobi. Ja, Freunde, da haben wir unsere 3 MiG-15 bzw. die S102 und die LIM 1, die beiden Lizenzprodukte der MiG-15, hier auf meinen Bautisch mal im Weitwinkel, denn diese Flieger sind richtig groß, ja über 30 cm Spannweite. Jedes dieser Flugzeuge hat ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Bauzeit gebraucht und der Bau hat mir Spaß gemacht. Aber ich glaube, es gibt wenige da draußen und deswegen mache ich ja die Videos für euch, die wirklich alle 3 haben. Denn sie sind bautechnisch wirklich identisch, außer dass wir hier bei der Avia, bei der S102 oben diesen gelben Streifen haben an dem Seitenlaufwerk und dass wir auch noch hier in Dark Blues Gray auf den Flügeln Markierungen haben. Natürlich sind die Drucke unterschiedlich, aber bautechnisch sind sie alle gleich. Daher kommt es auch, dass wir natürlich überall die gleichen Steinchen über haben. Hier habe ich es euch mal gezeigt. Das ist eigentlich ganz gut, eine große Fliese und ein paar Bügelperlen habe ich quasi jetzt 3-mal, seht ihr da hinten auch liegen, in meinen kleinen Beuteln von den blöden Covid-Tests, die über sind und dementsprechend habe ich immer diese Tüten aufbewahrt hier. Deswegen, wenn ihr mal von mir Steine bekommt, dann kennt ihr das bestimmt schon immer in diesen Tütchen. Ja, also Spaß gemacht hat dieser Bau. Ich hoffe, euch haben die Fakten Spaß gemacht, denn ich finde, genau wie ich es euch erzählt habe, dass dieses Flugzeug einfach ein Meilenstein in der Geschichte der Flugzeugtechnik war, der erste Strahljäger der Roten Luftflotten bzw. der UdSSR und des Warschauer Paktes dann. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal von links nach rechts kurz die Maschinen. Wie gesagt, sie sind im Kern identisch und haben auch im Kern die gleichen Schwächen. Fangen wir an mit unserer LIM. Natürlich kommen sie alle hier auf diesen schönen Kobi-Stand daher und ich habe sie überall gebaut mit ausgeklapptem Fahrwerk. Richtig einklappen können wir jetzt eh nicht, wir können es nämlich nur weglassen. Also packen wir kurz mal hier auf die Seite, ihr seht aber auch, es geht, sieht schön aus. Wir haben diesen typischen Ständer, wir haben diese typische große Fliese und was mir wieder typisch fehlt bei Kobi, ist hier einfach ein paar Noppen für unsere Minifigur. Denn in diesem Maßstab 1:32 haben wir Minifiguren. Also lieber hier die übrig gebliebenen Steine etwas austauschen gegen hier eine Fliese mit 2 Noppen oder meinetwegen auch eine 2x4er mit Noppen und dann können wir die Figuren da drauf packen. Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass diese Stands mit der Zeit immer schwächer werden. Dann zeige ich euch auch gleich mal die Figur, die hier drinne hängt. Seht ihr natürlich gleich nochmal groß. Hier schöner Schlauch, schön der Fallschirmgurt, beziehungsweise für den, das weiß ich gar nicht, ob die schon einen Schleudersitz hatten. Ich glaube nicht. Das ist die Figur, seht ihr rechts nochmal in groß. Und die einfach nur hier mit ein paar Noppen drauf noppen und fertig. Wenn ich die Figuren schon habe, warum das nicht machen? Finde ich echt schade. Ja, dann schauen wir uns die LIM 1 an.
hat die Markierung 712. Wir haben hier das Schachbrett der polnischen Luftstreitkräfte, haben wir rechts hier auch. Und wir haben hier drinnen so ein leicht gebautes Cockpit, eigentlich nur einen Hebel. Wir haben hier dieses große Formteil, diesen Lufteinsatz und wir haben hier unten die Bewaffnung, von der ich euch erzählt habe. Und von unten habe ich euch auch gesagt, diese typische Pfeilung der Flügel plus diese Kobi-Fliesen und das Fahrwerk. Hinten sieht man es ganz doll, Brick Build, halt das Seitenleitwerk und die Tragflächen auch. Das ist ein bisschen schade, weil wir haben hier einen C-Claim und diese Fliese geht immer wieder hoch, weil sie eigentlich, und ihr hört es glaube ich auch, hält natürlich dann nicht an dieser C-Claim. Haben wir bei allen drei Modellen. Ganz toll natürlich noch, dass wir hier ein bedrucktes Cockpit haben. Solltet ihr es eben gerade geklingelt, also eine Klingel gehört haben, das liegt daran, dass das wohl wahrscheinlich mein DHL-Bote war, der mir eine neue Ladung Kobi-Sets liefert. Kein Witz, ist wirklich so, warte ich minütlich drauf. So, Figur, die Lim 1 haben wir abgefrühstückt. Kommen wir zur Mutter, sage ich mal, zum MiG-15, auch hier die gleiche Tüte wieder. Das gleiche Problem, dass wir hier den Stand nicht mit einer Noppe haben, aber dafür haben wir hier mehr Drucke drauf. Wir haben nämlich hier den NATO-Code Faggot oder Fagott oder was auch immer es heißt. Faggot war, glaube ich, eine Beleidigung. Egal, also auch der Stand, schön mit dem roten Kreuz, heute nicht mehr so in. Und wie gesagt, mit den Anführungshäkchen ist der NATO-Code. Dann, und ich habe euch ja gesagt, mir gefällt sie am besten, einfach weil sie so klassisch ist, haben wir hier auch eine Nummerierung, die 148, schwarz umrandet. Wir haben hier die roten Sterne und von unten haben wir auch nix. Auch schön bedruckt. Hier das Cockpit, vorne der Lufteinlass, schön schwarz, diesen Formteil hier. Generell dieses Formteil kann man eigentlich vielleicht bei Kobi nicht mehr für viel benutzen, außer vielleicht wirklich für die F86 selber oder für andere Maschinen noch, die hier so einen Lufteinlass hatten. Also in der MiG-Serie vielleicht kriegen wir ja später nochmal eine MiG-23, wobei, na egal, weiß nicht, ob es passt, aber wir haben halt hier große Formteile. Wir kennen ja hier diese Riesenslopes auch aus dem Schiffbau, mittlerweile aus der Lokomotivbaureihe von Kobi. Eigentlich ganz cool, deswegen, wenn einer sagt so, ja, oh, Kobi Formteile, viele Formteile, ja, aber sie verwenden sie immer wieder. Wir kennen auch das hier zum Beispiel, diese Antenne kennen wir als Stütze für die Seitenleitwerke, wir kennen es als Stütze fürs Fahrwerk, wir kennen es an so vielen mittlerweile anderen Modellen von Kobi und das finde ich gut, dass Kobi sich hier wirklich immer mehr selber aus seinen eigenen Reihen bedient. Eigene Reihen bedient ist wichtig, wir brauchen noch den Piloten. Ich habe diese Atemschutzmasken nie so richtig festgemacht, weil ich ja wusste, ich zeige es euch. Und hier, da fällt dann eine Fliese ab. Hängt hier vorne auch nur an einer Noppe. Hier haben wir unseren Piloten. Sieht anders aus als der polnische. Hier auch da bedruckter Fliegertorso. Hinten nix. Schwarze Hose, schwarze Schuhe. Rechts seht ihr nochmal in groß. Und last but not least kommt nämlich jetzt unsere Avia, die farblich am interessantesten vielleicht Maschine, die daherkommt. Ich hole sie mal hier. Da hinten seht ihr in der Tüte, brauche ich jetzt nicht holen, weil es ist genau das gleiche. Es ist genau die gleiche Anzahl an Teile, die über ist. Mal kurz den Staub weg, denn das Set steht schon ein bisschen. Da haben wir die große Fliese S102 MiG-15 mit der Kokarde der tschechoslowakischen Luftstreitkräfte damals. Also auch typisch dieser Stand. Schöne Fliese, große Schrift. Also ist lustig, dass wir hier wirklich 3 verschiedene Fliesen haben mit quasi fast den identischen Flugzeugen. Also wer von euch sie auch dreimal hat, bitte schreibt mir es unten in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Und hier seht ihr auch nochmal da, dass diese Maschine wirklich schön hier auf meinem Bautisch sogar rollen kann. Also Rolltest ist in Ordnung. Ja, vielleicht baue ich auch ein Diorama eines Fliegerhorstes im Kalten Krieg, mal schauen. Ich habe da so viele Ideen. Zeit ist das Einzigste, denn ich möchte ja auch Videos für euch drehen. Deswegen ja auch hier das Ersparnis mal von 3 identischen Maschinen in einem Video. So, hier haben wir die großen Aufdrucke, habe ich euch gesagt, hier auf den großen Fliesen. Hier die Seitenfliese, also ein Brick lackiert. Hier die Nummer 3005 und hier oben, wie gesagt, das Gelbe. Hinten das Triebwerk haben wir noch gar nicht gesehen, aber Freunde, ihr bekommt natürlich von allen Maschinen am Ende meines kleinen Reviews hier nochmal eine kleine Fotoshow. Und auch hier natürlich bedruckt. Und auch hier das gleiche Problem mit der C-Claim. Also das ist bei mir hier irgendwie überall bei den Maschinen. Schön bedruckt wieder, habe ich euch gesagt, die Kanzel. Und auch hier schauen wir uns den Piloten an. So
der bringt hier sogar ein bisschen, hat sein Cockpit mit rausgerissen, so fest klebt er, seinen Knüppel meine ich, so fest klebt er in seinem Cockpit. Ist klar, ein Pilot verlässt nur ungern unsanft seine Maschine. Und ja, dieser Pilot hat dann wieder etwas Ähnlichkeit mit dem Piloten aus der LIM. Auch ihn seht ihr jetzt rechts nochmal groß. Ich halte es euch aber jetzt alle nochmal entgegen. Also hier rechts tschechisch-slowakisch, links UdS oder Mitte UdSSR und dann links hier die Figur aus der LIM. Ja, mein Licht ist nicht so gut eingestellt, aber deswegen bekommt ihr ja die Bilder der Figuren rechts angezeigt. Ja, Freunde, Spaß gemacht hat es mir. Es ist ein ikonisches Flugzeug, historisch. Man kann es halt, wie gesagt, auch ohne Stand hinstellen. Dann sieht es richtig gut aus, gerade wenn ihr mal vergleicht zu dem kleinen Videoschnipsel, den ich euch gezeigt habe, beziehungsweise den ihr jetzt gleich sehen werdet. Und ja, es ist einfach eine ikonische Maschine und Kobi hat halt die gleichen Fehler wie immer. C-Clamps, haben sie Probleme, ihr kennt das vielleicht von den Autos, da brechen die oft mal ab, da legen sie sogar 2 dabei oder bei den Fahrwerken legen die auch 2 dabei und hier habe ich das Problem halt hier. Hält nicht, weil sie da einfach bautechnisch irgendwie im Weg ist. Und dass der Stand halt wieder ja, so ein bisschen wabbelig ist und ich einfach eine Noppe vermesse. Aber das werde ich so oft sagen, bis Kobi das dauerhaft macht. Preise werden auch immer höher, dann kann man noch diese eine Steinchen-Geschichte, diese eine Fliese damit beilegen. Vor allen Dingen, wenn ich im Maßstab 1:32 daherkomme, wo ich die Figur sogar richtig versenken kann. Bitte, bitte Kobi, mach das. Dann hätte ich wirklich gar nicht viel zu meckern. Ja, braucht es 3-mal die MiG 15? Das weiß ich nicht. Ich wollte sie euch zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch viel Spaß ist bei der Fotoshow. Und ja, dann sehen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, eben gerade nochmal ein MiG-Triebwerk aufs Ohr und eine MiG aufs Auge, beziehungsweise eine polnische Version. Jetzt folgen Detailbilder, damit ihr auch selber euch nochmal einen Eindruck erschaffen könnt von diesen 3 Modellen, die ich euch gerade reviewt habe, beziehungsweise davor gebaut habe. Und beim Bauen gibt es ja immer Fakten und ich gebe euch jetzt noch mal ein paar Fakten mit auf dem Weg zum Ende, nämlich LIM und Avia, wo kommt das her? Ein paar Hintergründe zu diesen Lizenzbauten. Und Lizenzbauten ist das richtige Stichwort, denn LIM ist polnisch und bedeutet Licencja Misliennik oder so ähnlich. Bitte nicht anklagen, liebe polnischen Freunde. Das so viel bedeutet wie Lizenzjäger. Avia ist eine tschechische Firma, die eine lange Historie hat im Flugzeugbau. Diese wurde 1919 gegründet und hat bis 1963 Flugzeuge hergestellt. Unter anderem natürlich hier unsere S-102, aber auch zum Beispiel die S-199, das war eine Me 109 Variante, und die S-92, eine Me 262. Alles aus Rümpfen und Motoren, die noch auf dem tschechischen Gebiet standen, als die Wehrmacht abgerückt ist. Und heute werden dort Fahrzeuge hergestellt, aber im Logo finden sich immer noch Flügel, ähnlich wie bei BMW man ja immer noch Propeller findet, weil BMW waren ja mal die bayerische Flugzeugwerke. Das waren ein paar Fakten, Freunde. Euch jetzt viel Spaß noch bei meinen letzten Worten und danke bis dahin. Ja, Freunde, das mal ein Ritt, oder? 3 1:32 Flugzeuge hier bei mir auf dem Bautisch. Und Freunde, wenn ihr meint, das Drehen war für mich aufwendig oder so, nee. Platz. Platzsuche ist ein bisschen aufwendig, denn diese Jets sind relativ groß von der Höhe her. Welches ist denn euer liebstes Flugzeug hier? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich kann euch sagen, weil ich ein Kind der 80er bin, schon etwas älter und konservativ, muss ich sagen, dass wirklich hier die ganz graue mit dem roten Stern, die MiG 15 Faggot, für mich die, ja, vielleicht schönste ist, weil ich es im Kopf so kenne, aus den Bildern, die ich mal so gesehen habe im Fernsehen. Am buntesten ist natürlich hier unsere S-102 und die LIM ist ja eigentlich fast identisch. Also identisch sind sie eh alle, bis auf die Aufdrucke, aber hier haben wir halt nur die polnische Kokarde, das Schachbrettmuster. Also schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welches euer liebstes MiG-Flugzeug-Derivat-Lizenzprodukt ist. Einfach, wie gesagt, würde mich interessieren. Ich glaube, die Mehrzahl wird sagen, hier die etwas buntere mit der tschechischen Kokarde, beziehungsweise diesem, ja, ich verwechsel das immer mit den Hoheitsabzeichen der niederländischen Luftwaffe. Irgendwie, finde ich, sehen die ähnlich aus. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, Freunde, das Video ist zu Ende. Das erste Mal 3 Stück. Aber ich kann euch sagen, wenn wir beim Thema MiG bleiben, dann denke ich da an die MiG 17. Und da werden es dann vielleicht sogar 4 Flugzeuge. Ja, und bevor meine Kartons jetzt hier schon knacken, ihr seht es hier, da geht das Teserbändchen schon auf, denn ich muss ja immer hier zum Abschluss die Kartons euch nochmal heile präsentieren.
Da hören wir lieber auf. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir dann bitte gerne einen Kommentar dazu da. Immer gerne Kritik auch reinhauen. Und vor allen Dingen würde ich mich über einen Daumen hoch oder Daumen runter freuen. So als Gradmesser, wie das Video für euch war. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier einen ordentlichen Abflug für meine Flugzeuge geregelt bekomme. Dass wir eine Startfreigabe kriegen vom Tower. Euch auch guten Flug. Bleibt gesund. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockster.